Was habe ich zum Thema Mobbing und ADHS und Verhaltensauffälligkeiten zu sagen? Das ist eins der schwierigsten Themen. Und ehrlich gesagt bin ich noch nicht am Ende meiner Weisheit angelangt. Ich weiß, wie es als Eltern ist von einem Kind, das ständig gemobbt wird. Wir haben das mit beiden Kindern bei uns durch. Ich habe mich jahrelang gefragt, was ich falsch gemacht habe, warum genau meine Kinder ständig fertig gemacht werden, ob ich sie hätte anders erziehen müssen, sie früher auf die Straße stellen müssen, dass sie sich mit anderen Kindern schon im Kleinkindalter entsprechend auseinandersetzen können, obwohl sie waren eigentlich ja auch immer im Kindergarten und so weiter. Ich frage mich, ob ich hätte sie nicht so vertüteln sollen, ob ich sie nicht hätte so sensibel machen sollen, wobei, wie kann eine Mutter ein Kind sensibel machen? Gut, also das waren so die Fragen, die mich als Mutter von jahrelang gemobbten Kindern beschäftigt haben. Als Expertin für ADHS-Kinder und als Reflextherapeutin weiß ich mittlerweile, dass in unserem Falle und vielleicht auch in deinem Falle, ich weiß es nicht, in unserem Falle waren die automatischen Reflexe zuständig, die ständig meine Kinder haben nach dem Echolot suchen lassen, weil sie selbst nicht in ihrer Mitte zentriert waren, haben sie ständig Ärger im Außen gesucht, um eine Art Feedback zu bekommen, wie ein Wal, der ein Echolot ausstoßt, um quasi Resonanz zu bekommen. Aha, ich bin noch da. Aha, hier bin ich. Aha, aha. Und so ist es aus reflextherapeutischer Sicht. Natürlich haben meine Kinder auch ihren Beitrag dazu gehabt, dass sie gemobbt wurden. Natürlich waren sie nicht nur Opfer, sondern haben bis zu einem gewissen Punkt auch gereizt und getriezt, bis sich dann irgendwann zu viele Menschen gegen diese Reaktionen oder gegen diese Aktionen gewehrt haben. Und es ist dann in Mobbing ausgeartet. So kann ich das jetzt als Reflextherapeutin sehen, als ganzheitliche Reflextherapeutin. Also wenn ein Kind gemobbt wird, dann kommt es nach Hause und sagt, oh Mama, hier und da und ganz schlimm und sowieso. Die Mama wird natürlich sauer und wütend und fängt an, die Schuld normalerweise bei jemand anderem zu suchen. Manche Mamas überlegen sich auch, hat mein Kind vielleicht Schuld daran? Und ja, Kinder sind grausam, Kinder in einer Klasse sind grausam, Kooperation sind nicht mehr gute Werte, die gelebt werden, Mitgefühl füreinander auch nicht mehr. Es ist ein harter Kampf draußen in den Klassen. Es geht immer nur ums Siegen, es geht ums Bessersein, es geht ums Stärkersein. Zusammenhalt an sich ist schwierig in einer Klasse. Mitgefühl ist auch nicht mehr en vogue. Es geht eher um diese Ellbogenmentalität. Wer ist der Coolste, wer ist der Stärkste? Und da scheiden dann eben sehr sensible Kinder, wie es auch ADHS-Kinder sind und verhaltensauffällige Kinder aus, weil sie halt einfach diese Ellbogen nicht haben und an diesen Ellbogenmentalität auch ein bisschen zerbrechen. Was ist nun mein Rat als Mutter und als ganzheitliche Reflextherapeutin und Kinesiologin? Das erste ist, ja, du darfst dein Kind genauer beleuchten und du darfst dir auch Gedanken darüber machen, welchen Anteil hat mein Kind an dieser Situation. Zweitens,
du darfst dir dessen bewusst sein, dass es sehr lange dauert, auch wenn dein Kind sich ab sofort wieder korrekt verhalten würde, dass dieses Verhalten nicht mehr jeden Tag aufs Butterbrot geschmiert wird. Das heißt also, du kannst eigentlich mit der doppelten bis dreifachen Zeit rechnen, die das Missverhalten des Kindes quasi wieder ausbügelt, um wieder in einen neutralen Zustand zu kommen. Drittens, was ein Kind so schildert, wie es ihm geht in der Schule, ist meistens doch nicht wirklich die Wahrheit. Es fühlt sich manchmal sehr zurecht genau so, das ist auch wirklich ernst zu nehmen, aber um jetzt eine Situation wie Mobbing beurteilen zu können, ist es mir immer wichtig gewesen, den einen oder anderen Mitschüler zu fragen, der noch so ein bisschen auf der Seite meiner Kinder war, um quasi eine andere Meinung zu haben, weil das, was der Lehrer in der Regel sagt, ist auch nicht die ganze Wahrheit. So steht man meistens zwischen dem, was das Kind sagt und wie es sich offensichtlich fühlt und das wahrscheinlich auch von seiner Seite her zu Recht. Dann steht man zwischen der Meinung, die der Lehrer sagt, der auch nicht wirklich alles weiß, weil Mobbing geschieht meistens im Geheimen und sehr, sehr dezent, sodass der Lehrer das auch nicht wirklich mitbekommt. Das sind ganz kleine, sehr dezente Aktionen, die das einfach bei einem schon sehr verletzten Kind total explodieren lassen. Und dann sieht das immer so aus, als wäre dein Kind der Schlimme. Ja klar, weil dein Kind so reagiert und der andere das so leise, still und leise gemacht hat, dass man das nicht mitbekommen hat. Das kenne ich bei uns zu Hause auch. Das ist also dann diese eine neutrale Meinung noch dazu einholen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du gehst zum Lehrer und du sensibilisierst ihn dafür und bringst ihn mit in dein Boot und sorgst dafür, dass der Lehrer pro dein Kind ist und es versucht zu verstehen. Wenn du Glück hast, gelingt dir das. Am Mobbing der Klasse wird das nicht wirklich wahnsinnig viel helfen. Selbst wenn es im Unterricht dann nicht mehr zu diesen Situationen käme, wird es dann noch im Pausenhof sein, auf dem Heimweg und so weiter. Eine andere Möglichkeit ist, du gehst zu den Eltern des Mobbers und dann wissen die Kinder, oh oh, das ist doch kein Unterwasserraum, das ist doch kein Raum, wo ich ungeniert alles machen kann, sondern oh oh, das hat auch Auswirkungen auf zu Hause und jetzt hängt der Haussegen schief und vielleicht lasse ich das doch lieber, wenn ich nicht zu Hause auch noch Ärger haben möchte. Das kannst du machen. Und wenn das auch nichts hilft, dann kannst du zur Schulsozialarbeit gehen. Die werden schöne Programme lancieren, wo alle Kinder in einem Theaterstück artig mitmachen und also das ist wirklich aufwendig. Am Willen der Kinder wird es nicht wirklich was ändern können, weil es natürlich auch sehr praktisch ist, wenn man ein Opfer hat, weil dann ist ja immer einer schuld und alle anderen sind nicht schuld und man kann sich immer über jemanden lustig machen und man hat sein Theaterprogramm jeden Tag gratis. Ist natürlich sehr praktisch für eine Klasse. Warum sollte man das freiwillig aufgeben? Ja, dann gibt es für mich nur noch die Lösung, raus aus dieser Schule, rein in einen neuen Ort. Und an sich arbeiten und mit dem Kind diese Situation aufarbeiten und versuchen, dass wenn es an einer neuen Schule ist und in einem neuen Ort, dass es dann nicht mehr mit den Altlasten zu kämpfen hat, die es dazu gebracht haben, dass es jetzt gemobbt wurde. Da wären wir wieder zum Beispiel bei einer ganzheitlichen Reflexintegration, die da helfen würde, dass keine ständigen Attacken an andere Mitschüler passieren, dass ein so
unnormales Verhalten, wie es reflexartig bei ADHS-Kindern passiert, quasi ausgeschaltet wird. Und wie die Kindergärtnerin meines Sohnes gesagt hat, meine Kinder lassen sich nicht schlagen. Ich bringe meinen Kindern bei, dass sie zurückhauen, und zwar richtig, damit hier Schicht im Schacht ist. Ist auch eine Lösung. Definitiv hat es bei meinem Großen einmal geholfen. Erst dann war Schicht im Schacht. Wobei ich mittlerweile nicht so genau weiß, ob es so korrekt war, meinen Sohn 5 Jahre lang leiden zu lassen und ihn davon abzuhalten, sich zu wehren, wenn das doch so leicht gegangen wäre. Aber da ist jeder geteilter Meinung, da weiß man nicht so richtig, wie man sich verhalten soll. Wären wir hier draußen in der freien Natur, wäre das Usus. Einfach, wer angegriffen wird, wehrt sich. Fertig. Ja, das waren so meine Gedanken und meine Inputs zum Thema Mobbing. Warum ich das hier sage, ist, weil viele meiner Klienten mit genau diesem Start zu mir kommen und als wäre es nicht schon schlimm genug, dass das Kind so hibbelig ist und so schlechte Leistungen hat und es so anstrengend ist mit ihm, kommt dann noch dieses Damoklesschwert und das ist einfach eine Sache, die man so schnell wie möglich unterbinden sollte, wenn es sich irgendwie abzeichnet, weil so lange leiden sollte kein Kind. In diesem Sinne, ich umarme euch, seid tapfer, ihr Süßen. Wenn ihr Hilfe braucht, hier unten könnt ihr euch gerne einen Termin abmachen. Eine halbe Stunde bekommst du von mir geschenkt, als quasi Geschenk von mir, um zu gucken, was ich dir raten kann, wie ich dir helfen kann in eurer Situation. Nutze die Chance. Ich weiß nicht, wie lange das Angebot noch sein wird. Und ich freue mich drauf, von euch zu hören, von dir zu hören und euch hoffentlich mit diesem Video ein bisschen weitergeholfen zu haben. Alles Liebe. Tschüss.